Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal werde ich euch eine Frühlingsdeko-Idee mit einem Metallring zeigen. Es kann aber auch gut möglich sein, dass ich meinen Metallring schon österlich dekorieren werde. Jedenfalls hat mein Metallring einen Durchmesser von ca. 30 cm. Nun werde ich an meinem Metallring feinen Bindedraht befestigen. Da jetzt mein Metallring hier oben einen Aufhänger hat, ist das jetzt in meinem Fall auch wichtig, an welcher Stelle des Metallrings ich diesen feinen Bindedraht befestigen werde. In meinem Fall werde ich das jetzt hier auf 9 Uhr machen und später im Verlauf wird auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal Bindedraht dran befestigt werden. Das mache ich dann so in etwa auf, ja sagen wir mal 4 Uhr. Muss aber jetzt wirklich nur so in etwa sein. Jetzt lege ich mir meinen Bindedraht da drum herum. Mache jetzt hier mal so einen Knoten hinein, damit er gleich auch gut daran hält. Das überschüssige Ende schneide ich jetzt auch schon mal ab, sonst vergesse ich das nachher. So, kann auch ein bisschen was dran bleiben. Man muss das ja auch irgendwann wieder mal abdekorieren. Dann habe ich hier Schleierkraut liegen. Das ist ein Puschel vom Schilf. Hier ist etwas, nicht Bollenmoos, wie heißt es, Plattenmoos. Und ich habe hier noch ein paar Olivenzweige. Alternativ könnte man jetzt auch Zweige vom Eukalyptus verwenden, aber mein Eukalyptus, der ist bisher ja noch so zart. Da wollte ich jetzt nichts abschneiden. Beim Schleierkraut nehme ich jetzt mal ein bisschen was weg. Das ist jetzt auch noch Schleierkraut, das stammt von irgendeinem vorherigen Projekt oder ich glaube sogar aus dem letzten Video. Kürzen wir das jetzt hier mal so ein. Das kann jetzt erstmal beiseite. Und mit dem Schleierkraut mache ich mir nachher immer so kleine Bündel. Kann auch gut möglich sein, dass ich hier noch ein bisschen was abschneiden werde. Muss ich mal gleich gucken. Gut, dann nehme ich jetzt mal hier so einen Olivenzweig. Lege mir den hier auf den Bindedraht. Wenn ihr jetzt auch so einen langen Olivenzweig wie ich haben solltet, den kann man dann nachher auch einfach nochmal so drumherum wickeln. Aber müsst ihr halt jetzt erstmal abwarten, was ich damit überhaupt vorhabe. So, und diesen Bindedraht wickel ich mir jetzt hier drumherum. Ich würde immer zweimal drumherum wickeln, dann hält das Ganze ja nochmal besser. Sonst verrutscht das meistens nochmal so hin und her und das wollen wir ja jetzt nicht. So, okidoki. Dann nehme ich mir jetzt mal mein Schleierkraut. Da ist es. So, machen wir mal eben so einen kleinen Strauß. Eben gucken von der Menge her. So, Bindedraht ist hier am Start. Ja, das kann jetzt noch ein bisschen kürzer geschnitten werden. Zack. Leg mir das auch wieder auf den Bindedraht. Jetzt aber auch ein bisschen versetzt nach unten hin. So. Ich will ja mit meinem Bindedraht irgendwann mal hier unten ankommen. Nehme hier die Blätter ein bisschen auseinander, damit ich die nicht festwickel, also von dem Olivenzweig. Ich will die ganze Zeit Olivenbaum sagen. Gehe jetzt auch schon mal wieder ein bisschen nach unten hinweg mit meinem Bindedraht. Ja, jetzt kann man darüber nachdenken, ob man so einen Schilfpuschel damit einarbeitet. Die kann man sich ja einfach so passend abzupfen, die einzelnen Wedelchen. Und nehmen wir noch ein bisschen was hinzu. Jetzt hier auch so ein kleines Bündel. Lege das jetzt auch ein bisschen tiefer hin. Wickel das auch wieder mit meinem Bindedraht zweimal fest. Aber auch beim zweiten Mal schon mal ein bisschen mehr nach unten hin. Ich ziehe mir das jetzt hier alles mal ein bisschen nach unten. Das ist jetzt doch ein bisschen zu hoch geworden. Ich würde sagen, ich habe jetzt mit dem Bindedraht so in etwa auf, ja, nicht 9 Uhr, so auf, sagen wir mal, 7 Uhr jetzt gemacht. Das war jetzt doch ein bisschen zu hoch. Jetzt kommt das Plattenmoos hinzu. Lege ich mir auch mal drum herum. Das wickele ich mir aber jetzt schon so ein bisschen um den Metallring oder lege das um den Metallring. Und wickel das auch so lange fest, bis ich den Eindruck habe, das hält. Also da wird jetzt nicht nur zweimal drumherum wickeln reichen, sondern eher 3 bis 4 Mal. Ihr könnt jetzt auch komplett hier mit Moos weiterarbeiten. Das bleibt jetzt jedem selbst überlassen. Aber ich habe mir jetzt vorgestellt, noch ein bisschen Schleierkraut jetzt hier wiederum auf das Moos zu legen. Dann kommt mal wieder so ein Schilfbuschel halt hinzu. Dann vielleicht noch mal ein Olivenzweig. Und mit dem ersten Bindedraht umwickeln mache ich so in etwa bis zur Hälfte. Ne? Wo hier oben ist ja diese Öse und dann gehe ich in etwa bis zu dieser Stelle. Jetzt schneide ich den Bindedraht ab und befestige den an meinem Metallring. Ich versuche da jetzt auch einfach wieder einen Knoten hineinzumachen. Deswegen würde ich diesen Bindedraht auch ruhig großzügig abschneiden. So ein einfacher Knoten hält er auch normalerweise ganz gut dran. Zack, überschüssige schneiden wir ab. Ja, und wie bereits erwähnt, wird jetzt der Bindedraht auf in etwa, was habe ich gesagt, 4 Uhr befestigt werden. Aber ihr könnt das Ganze auch immer noch so ein bisschen hin und her bewegen. Ne? Immer nur darauf achten, dass das hier so einigermaßen nachher passt. So, machen wir jetzt mal so grob auf 4 Uhr. Dann einen Knoten reinmachen, da reicht jetzt wirklich ein einfacher Knoten. So schnell geht er da jetzt auch nicht ab, der Bindedraht. Jetzt kommt wieder mein längster Olivenzweig. Mal eben schauen, den kommen wir ruhig ein bisschen tiefer. Gehe hier zwischen den einzelnen Blättchen entlang.
Und gehe da jetzt genauso voran wie bei der anderen Seite hier. Ich hatte mir jetzt gerade noch 2 Olivenzweige geholt und dann komme ich jetzt auch mal allmählich zum Abschluss des Kranzes hier. Es geht aber gleich noch ein bisschen weiter. Ich nehme mir jetzt wieder Plattenmoos. So, den Zweig, mal gucken, ob wir den einfach da dran lassen könnten. Der ist ja jetzt in dem Moos drinne. Und werde hier diese Mitte jetzt nur noch mit Plattenmoos abdecken, wobei ich jetzt gerade schon gedacht habe, hier könnte auch noch ein Olivenzweig hin. Ich lege mir den jetzt mal einfach schon mal da so grob hin. Nehme das Plattenmoos. Wickel mir das jetzt um den Metallring drumherum und wickel das wiederum mit meinem feinen Bindedraht fest. Mache ich jetzt so lange, bis ich das Gefühl habe, jo, das Ganze hält jetzt. Könnte hier noch ein bisschen buschiger werden mit dem Moos. Von daher nehme ich mir jetzt nochmal Plattenmoos. Das kann ja ruhig ein bisschen dicker sein mit dem Moos. Habe mir das jetzt hier einfach auf das bereits dran gewickelte Moos draufgelegt. Das dauert jetzt hier einen kleinen Moment, bis das hier schön drum ist. Bei dem feinen Bindedraht müsst ihr allerdings immer ein bisschen aufpassen. Der kann gut und gerne auch mal einreißen, ne? Also nicht zu stramm ziehen. So, bevor ich den abschneide, mal eben einmal überprüfen. Ja, das macht doch jetzt so schon mal einen ganz guten Eindruck. Man kann das Moos auch immer mal so ein bisschen platt drücken, ne? Sich so ein bisschen zurechtfriemeln. Schneiden wir dich jetzt ab. Zack. Gucke ich jetzt mal, wo habe ich den hier dran gewickelt. Da haben wir eine Stelle. Und mache da jetzt mit dem feinen Bindedraht auch wieder einfach mal einen Knoten da rein. Das nachher richtig gut hält. Ja, macht auch jetzt so schon mal einen guten Eindruck. Dann werde ich jetzt hier mal meinen Arbeitstisch aufräumen, denn es geht ja noch weiter. Ich habe jetzt hier einen Zweig einer Korkenzieher-Haselnuss und den möchte ich jetzt hier mit einarbeiten. Nach Möglichkeit möchte ich jetzt auch ohne Draht und ohne Heißklebepistole diesen Zweig einarbeiten. Ist halt ein bisschen friemelig. Wenn es jetzt bei euch überhaupt nicht halten sollte, dann würde ich den einfach stellenweise mit der Heißklebepistole oder halt mit Bindedraht befestigen. Aber ich werde jetzt mal einfach gucken, ob ich den hier irgendwie dran kriege an meinem Metallring, dass der dann halt nicht auch die ganze Zeit so hin und her verrutscht. Ist jetzt halt ein bisschen friemelig, aber was soll's. Ich muss jetzt doch ein bisschen mit der Heißklebepistole arbeiten, so macht das Ganze jetzt überhaupt keinen Sinn. So, jetzt schieben wir dich mal hier runter. Und jetzt halte ich das so lange fest, bis ich das Gefühl habe, das Ganze hält auch von alleine. Dahinter mache ich jetzt auch mal ein bisschen Heißkleber dran. Und der Zweig von dem Olivenbaum ist ja dann sowieso da drüber. Kann man jetzt auch mit Bindedraht machen, es bleibt jetzt jedem selbst überlassen, wie er das dann halt besser kann. Ich halte den Olivenzweig aber mal eben hier ein bisschen weg. Und dann lege ich mir den einfach da drüber. Vorhin ist mir auch ein kleiner Zweig hier abgebrochen. Der wird dann auch gleich mit der Heißklebepistole befestigt werden. Und dann schneide ich hier auch das überschüssige Material an den Zweigen gleich auch noch ab. Und die werden aber auch noch hiermit eingearbeitet werden. Aber alles, wie bereits erwähnt, mit der Heißklebepistole. So sieht das Ganze jetzt aus und wer möchte, der kann jetzt auch noch weiter dekorieren. Ich werde noch Federn einarbeiten, die werden aber gleich einfach nur so hineingesteckt werden. Dann habe ich hier noch diese Styropor-Eier, welche mit der Heißklebepistole befestigt werden. Und eventuell kommt hier auch noch dieser Holzdeko-Osterhase zum Einsatz. Den würde ich dann auch mit der Heißklebepistole einfach befestigen. Und im Übrigen könnt ihr auch andere Zweige als die Korkenzieher-Haselnuss verwenden, ne? Zum Beispiel Weidenzweige oder Weidenkätzchenzweige. Birkenzweige, ne, was auch immer ihr so finden mögt in eurem Garten. Also ich glaube, das Ganze ist ganz cool geworden und für solche Projekte könnt ihr auch einfach mal die Metallringe zum Hinstellen verwenden. Das sähe auch richtig nice aus und mein Metallring, der wird nachher einfach an dieser Öse aufgehangen werden. Aber bis zur Osterzeit bleibt dieses Projekt jetzt hier einfach in meiner unbeheizten Werkstatt noch liegen.
Ja, und damit das Moos länger frisch bleibt, könnt ihr das ruhig täglich mit Wasser besprühen, wenn ihr sowas ja innerhalb der Wohnung platzieren solltet. Und die ganzen benötigten Materialien für dieses Projekt werde ich auch wie üblich in die Videobeschreibung eintragen. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!